Herzlich willkommen zu meiner Tutorial-Reihe in C#. Ich möchte euch zeigen, wie man zwei verschachtelte Schleifen mit einer if-Bedienung schreibt, sodass wir auf der Konsole ein Muster als Pyramide erhalten. Verschachtelte Schleifen mit einer if-Bedienung Pyramide. Wir schreiben hier jetzt eine Anweisung, console.writeLine, gib eine Höhe ein. Und hier wird dann eine Variable initialisiert, int Höhe ist gleich convert.toInt32 console.readline. Wir initialisieren jetzt eine Variable i und definieren eine While-Schleife. Int i ist gleich 0, while die Bedienung lautet i ist kleiner als die Höhe. Und hier wird dann in der Schleife eine weitere Schleife definiert. Dazu schreiben wir erst eine Variable j, int j ist gleich 0 und dann die Bedienung j ist kleiner als die Höhe plus i. Als nächstes definieren wir eine if-else-Bedienung. If j ist kleiner als die Höhe minus i minus 1. Hier wird ein console.write als Anweisung übergeben und ein leerer String als Leerzeichen. Else console.write und ein Sternchen wird auf der Konsole übergeben. J++, damit die Variable sich um 1 erhöht und hier das gleiche i++. Zur Übersichtlichkeit schreiben wir hier noch ein console.writeLine. Führen wir das Programm jetzt aus und wir geben beispielsweise 5 ein, dann erhalten wir eine Pyramide mit der Höhe 5. Die äußere Schleife wird einmal ausgeführt und die innere Schleife wird so lange ausgeführt, bis diese Bedienung hier nicht mehr erfüllt ist und es zum Schleifenabbruch kommt und wir gelangen hier zu dieser Anweisung. Dann springen wir in die zweite Zeile. Dann wird die äußere Schleife wieder einmal verwendet und dann wird die innere Schleife so lange ausgeführt, bis diese Bedienung hier wieder nicht mehr erfüllt ist. Und dann springen wir in Zeile 28 und wir gelangen hier in Zeile 3. Und das wird so lange ausgeführt, bis diese Bedienung hier in der äußeren Schleife nicht mehr erfüllt ist und es zum Schleifenabbruch kommt. Ich habe für euch ein Programm vorbereitet, in dem ihr eure Benutzereingabe und eine Kennworteingabe ausgeben solltet. Gebt ein Name ein, Estragon. Geben wir als Code den gleichen Namen ein, dann erhalten wir eine Fehlermeldung. Der Name darf nicht als Code verwendet werden. Geben wir einen Text oder eine Zahlenreihe kleiner als 8 ein, dann erhalten wir ebenfalls eine Fehlermeldung. Code ist zu kurz. Geben wir einen Text oder eine Zahlenreihe, was länger als 7 ist, dann erhalten wir die Meldung, der Code kann verwendet werden. Pausiert das Video und überlegt euch, wie ihr das Ganze implementieren könntet. Falls ihr auf die Lösung gekommen seid oder auch nicht, dann könnt ihr das Video nochmal einschalten, um zu schauen, wie ich das implementiert habe, um zu vergleichen, ob ihr es identisch habt oder ob ihr es etwas anders gelöst habt. Ich erkläre euch im Schnelldurchlauf, wie ich das Ganze implementiert habe. Ich habe zunächst einmal eine Variable Name initialisiert. Dann habe ich eine While-Schleife definiert, eine Endlosschleife, um genau zu sein. Und hier habe ich ebenfalls eine Variable Code initialisiert und hier eine if-Bedienung definiert. Hier werden dann die Bedienungen jeweils überprüft. Und wenn die Bedienung erfüllt ist, dann wird diese Anweisung ausgegeben. Falls die Bedienung nicht erfüllt ist, dann springen wir in das Else-If-Code-Block und die Bedienung wird überprüft. Ist die erfüllt, dann erhalten wir die Anweisung auf der Konsole. Ist das nicht der Fall, dann springen wir in diesen Else-Code-Block und wir erhalten die Anweisung auf der Konsole. Durch das Break springen wir aus der Schleife heraus und damit ist das Programm beendet. Ich habe hier für euch ein weiteres Programm vorbereitet, in dem ihr die größte Zahl zum Schluss ausgeben solltet. Ihr gebt beispielsweise eine Rundenanzahl von 4.
und ihr gebt 4 Zahlen ein, 8, 4, 6 und beispielsweise 7. Die größte Zahl von den 4 eingegebenen Zahlen ist in dem Fall die 8. Und das solltet ihr dann ausgeben am Ende. Pausiert das Video und überlegt euch die Lösung. Ich zeige euch im Schnelldurchlauf, wie ich das Ganze implementiert habe. Hier habe ich 2 Variablen initialisiert und 2 Anweisungen. Hier wurde eine Variable Maximum deklariert. Zahl 1 wird jeweils in der Variable Maximum gespeichert. Dann habe ich eine Vorschleife definiert und in der Vorschleife habe ich eine Variable Zahl 2 deklariert und eine if-Bedienung definiert. Mit der Bedienung Maximum ist kleiner als Zahl 2, ist die Bedienung erfüllt, dann wird Zahl 2 in Maximum gespeichert. Und zum Schluss wird diese Anweisung hier ausgegeben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert und teilt meinen YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.